Was haltet ihr davon, wenn ich euch in diesem Video zeige, in dem neuen A4 B9 einen Woofer nachzurüsten, wenn eine MMI und ein Bang & Olufsen bereits installiert ist, für die, die einfach mehr Bass brauchen, als was da drin ist. Herzlich willkommen bei AAS24, eurem Kanal für guten Sound im Auto. Dieser Audi bekam von uns jetzt einen Subwoofer im Kofferraum reingestellt, weil das Reserverad einfach keinen Platz hat, um einen Subwoofer dort zu integrieren, zumindest nicht mit einfachen Bordmitteln. Es gibt auch keinen Subwoofer, der da einfach mal so reinpasst, außer so kleine Subwoofer. Die wollt ihr dann aber auch nicht haben, weil das Auto ist relativ groß. Wir brauchen ein bisschen Bums. Und der hat ja sogar schon von Bang & Olufsen den aktiven oder den Subwoofer hinten im Kofferraum drin stehen, der in dem Soundsystem integriert ist. Den haben wir jetzt lahmgelegt und haben die Signale, was bisher der Woofer bekommen hat, umgeleitet, ja, mit einem High-Low-Converter, das habt ihr auch schon mal gehört, in eine RC600C1 Endstufe. Das ist ein Monoblock. In dem Fall nutzen wir das aus mit 360 Watt reine RMS-Leistung in einen SQX10VB. Das ist ein 25 cm Subwoofer im Bassreflexgehäuse, und der steht halt mal im Kofferraum drinne, aber der macht auch richtig Spaß. Den kann man auch mal rausnehmen, wenn ihr sagt, na, ich muss meinen Kofferraum jetzt nutzen, ich muss jetzt Windeln kaufen oder irgendwie sowas, ist der ganze Kofferraum voll, dann könnt ihr den natürlich auch rausnehmen, aber in der Regel habt ihr dann einen ganzen Haufen Spaß mit der Kombination, und die Installation von dem Ganzen beschränkt sich tatsächlich auf den Kofferraum. Ihr müsst nichts am Autoradio machen, keine Türverkleidungen aufmachen, keine Schwellerverkleidungen aufmachen, sondern alles nur im Kofferraum mit wenig Mitteln. Und wie das funktioniert, zeige ich euch natürlich. Damit ihr vor lauter Komponenten und Zubehörmaterialien nicht durcheinander kommt, haben wir für euch ein spezielles Audi A4 Subwoofer Paket zusammengestellt. Das gibt es bei uns im Webshop zu kaufen. Wir machen euch im Videobeschreibungstext unten einen Link rein. Der führt euch auf einen Warenkorb, auf einen vorgefertigten bei uns im Webshop drinne, wo wir euch noch zusätzlich 30 € YouTube-Rabatt mitgewähren. Und in diesem Paket ist dann wirklich alles drinne, von der Ringöse über ein Bitumenband, über Isolierband, über die Quetschverbinder, alles, was mir jetzt gerade so einfällt, damit ihr das problemlos einbauen könnt und euch bei der Installation nichts fehlt. Jetzt reden wir die ganze Zeit von dem, dass das Modell hier eine B&O, also eine Bang & Olufsen Anlage drin hat. Wenn du sagst, nein, habe ich aber leider nicht, kann ich das dann genauso einbauen? Ja, kannst du, weil auch ein Audi A4 ohne Bang & Olufsen oder ohne Bose hat im Kofferraum irgendwo so ein Subwoofer, so eine schwarze Box, wo so ein Korpus drin ist, und der hat eine Zuleitung, und die Zuleitung könnt ihr genauso oder ziemlich ähnlich wie hier im Fahrzeug abgreifen. Ihr könnt exakt die gleichen Komponenten verwenden und installieren. Im Kofferraum wird stehen der Gladen SQX10VB, das ist ein 25 cm Subwoofer im Bassreflexgehäuse. Der nimmt ein bisschen Platz weg, das ist richtig, aber ich zeige euch da noch eine kleine andere Alternative. Wer sagt, das ist mir zu groß, schauen wir mal was anderes an. Aber in unserem Fall wird der Woofer angetrieben von einer RC600C1. Das ist eine Endstufe als Monoblock. Die macht an 4 Ohm 360 Watt RMS. Der Woofer hat 4 Ohm und hat eine Belastbarkeit von 350 Watt RMS. Also wir haben ja ein bisschen mehr Leistung, als der Woofer verträgt. Wenn der Kunde irgendwann mal sagt, na, ich will vielleicht einen anderen Woofer drin haben, dann hätte man noch die Möglichkeit, auf 2 Ohm zu gehen. Dann würde auch die Endstufe tatsächlich an 2 Ohm Mono, was ja ist, ein Monoblock, 500, also über 500 Watt, 560 glaube ich, muss ich nochmal nachschauen, aber sowas um den Dreh machen. Aktuell ist es aber eine gute Kombo so, das wird richtig gut spielen. Wir zapfen unser Signal von dem aktiven Subwoofer, nein, von dem bereits installierten Soundsystem von Bang & Olufsen, unser Signal ab mit dem AAC.3, fahren dann damit in die Endstufe rein, und damit man das richtig machen kann, verwenden wir unser HL-Set. Das ist das Set, wo wir alle Quetschverbinder zur Verfügung stellen, um einen Abgriff an jeglichen Kabel, das im Fahrzeug drin ist, schon machen zu können. Und wir haben einen Stromkabelsatz. Das ist jetzt ein 20 Quadrat Kupfer,
für BMW. Ja okay, wir bauen es in einem Audi ein, aber das BMW sagt eigentlich nur aus, Batterie im Kofferraum. Wir brauchen kein langes Stromkabel mehr, sondern uns reicht, wenn wir hier unsere Stromkabel 2x1,5 Meter zur Verfügung haben. Das reicht aus. Deswegen der Kabelsatz V20 Kupfer BMW, auch wenn wir es in einen Audi einbauen, scheißegal. Da ist auch der Sicherungshalter mit dabei, da sind Kabel Ader-Endhülsen mit dabei, eine Remote-Leitung und noch ein Isolierband und unser beliebtes Geflechtsband, oder unseren Geflechtsschlauch, wo wir die Kabel schön einpacken können, damit das auch alles im OEM-Style abläuft. Und jetzt geht's los mit dem Einbau. Wer sich jetzt fragt, warum wir jetzt hier keinen separaten Subwoofer-Regler einbauen, wie wir es bei sonstigen Aktivwoofern oder solchen Anwendungen machen, wenn wir auf Originalradios draufgehen, weil die ja in der Regel keinen Subwoofer-Regler haben. Wir haben hier beim Bang & Olufsen Soundsystem tatsächlich einen, meine Wunde, mein Pflaster, muss ich gleich wechseln, die Subwoofer-Einstellung. Und zwar kann ich genau hier nur den Subwoofer laut und leise machen und kann mir dieses RTC oder wie sie alle heißen, diese ganzen Remote-Regler komplett sparen. Unsere Installation wird sich tatsächlich ausschließlich im Kofferraum befinden und wir brauchen sonst nichts aufmachen. Dann schauen wir mal in den Kofferraum rein, wie das Ganze hier ausschaut. Und wir haben hier diese Bodenplatte, die wir als erstes mal rausnehmen können, komplett, weil hier hinten wird ja nachher entweder unser großer Subwoofer stehen oder auch eine andere Variante. Die andere Variante, die zeige ich euch jetzt erstmal, die wir ja nicht einbauen, aber es wäre zumindest eine Alternative zu der Variante, die wir tatsächlich einbauen. Für jemanden, der sagt, die Box ist mir doch tatsächlich zu groß. Die Variante wäre nämlich ein Audison APBX10 AS, den haben wir schon erst letztens mal in dem Opel Outlander eingebaut. Da könnt ihr euch das nochmal genau reinziehen. Das ist ein Subwoofer, auch ein 25er, da fehlen hier noch diese Aufnahmeteile, dass der im Downfiring-Verfahren, also quasi so nach unten, ihr seht den Subwoofer gar nicht und so schaut es nachher fertig eingebaut aus. Schaut natürlich ein bisschen schicker aus, macht aber nicht ganz so viel Druck wie der Subwoofer, den wir jetzt einbauen. Aber für jeden, der sagt, das gefällt mir besser, nehmen wir lieber das. Der macht auch richtig Bass, richtig Spaß mit dem Bass. Aber wir machen noch mehr Bass und Spaß. Damit ihr mal seht, wo ich hin will, ist diesen Woofer hier reinzumachen. So, also der schaut ein bisschen anders aus wie das Baby gerade eben. Wir können den rechts oder links hin machen. Rechts ist die geteilte Rücksitzbank, vielleicht sogar sympathischer, je nachdem wie man es braucht. Ist aber überhaupt kein Problem, kann man jederzeit abändern. Und wir wollen diese Endstufe unsichtbar natürlich irgendwo unterbringen. Und so schaut es hier im Reserveradbereich aus. Also mit Reserverad hat es hier relativ wenig zu tun, weil es ist hier die Batterie, die Hauptbatterie untergebracht. Und das da dran, das ist unser Subwoofer von Bang & Olufsen, den wir einfach, hier abstecken. So, den nehmen wir hier weg. Das ist der Anschluss von unserem Subwoofer. Der ist jetzt tot. Und genau auf dieses Signal wollen wir drauf. Und wir müssen jetzt nur noch schauen, dass wir diese Endstufe hier unterbringen. Und so schlecht schaut es hier gar nicht aus, oder? Weil die passt ja hier super rein. Die Stromversorgung ist direkt hier, Masse ist hier. Also hier unten drin, das werden wir jetzt alles reinmachen. Aber damit wir überall mal richtig drankommen, bauen wir mal ein bisschen diese ganze Peripherie auseinander. Das kann man wegmachen. So, das ganze Ding hier kann man aushängen. Tun wir das auf die Seite. Jetzt müssen wir den Halter, den müssen wir jetzt wegbauen. Der ist hier mit 2 Schrauben drin festgemacht und da unterhalb des Subwoofers auch. Also müssen wir erst den originalen Subwoofer mal schnell rausmachen, um dass wir an die Anschlüsse unterhalb des Subwoofers rankommen, um den Bügel wegzumachen. Hier mit einer 10er Nuss das Baby weg. So, ganz leicht zum Schrauben. So, Schraube Nummer 1. Schraube Nummer 2. So, und jetzt können wir den ganzen, das müssen wir auch noch wegdrehen, dieses Plastikarretierungsteil. Und jetzt können wir das ganze gute Stück hier auf die Seite legen. Da unten drin verbirgen sich jetzt noch 2 Schrauben. Die müssen wir lösen. So.
Und jetzt haben wir noch die zwei hier drunter. Und jetzt können wir das Ganze schön auf die Seite tun. Unser Massekabel werden wir hier unten an diesem zentralen Masseanschluss mit dazu anschließen. Und unser Plus holen wir, das machen wir mal ein bisschen auseinander hier. Das kann man aufmachen und aushängen hier. Genau, dann haben wir das alles in der Hand. Und da sehen wir jetzt schon, also hier haben wir unseren Pluspol von der Batterie und da ist die ganze Einheit hier drauf geschraubt. Und wir brauchen den Anschluss da unten drin. Ich mache das mal ein bisschen auseinander, so. Den Anschluss da dran, weil der kommt von der Lichtmaschine und hat auch einen direkten Verbindungspol, eine direkte Verbindung zu dem Pluspol, wo wir ja hinwollen. Das hier ist der Stecker vom originalen Bang & Olufsen Subwoofer. Der hat jetzt 4 Anschlüsse und zwar ein Kanal und 2 Kanal. So, das passt super, weil wir mit unserem High-Low-Adapter, mit unserem AAC.3 genau 2 solche Kabel brauchen. Und zwar, also 2 Kabel mit jeweils Plus und Minus, die müssen wir daran anschließen, die müssen wir miteinander verbinden. Und damit wir hier genau wissen, welches Plus und welches Minus ist, schauen wir uns das Ganze mal am Subwoofer an, um das zu kontrollieren und festzustellen, welche Kombination wir brauchen. Also Leute, ihr wisst ja, dass ich ein Fan von dem AAC.3 von Helix bin. Allerdings hat man jetzt, und deswegen schiebt man jetzt diese Szene kurz in das Video rein, weil das Resultat ist das, dass bei diesem Fahrzeug mit dem B&O Soundsystem an dem Subwoofer, da wo wir unser Signal abgreifen, die Power doch etwas zu hoch ist, dass unser AAC.3 das nicht macht und tatsächlich zu heiß wird und nicht richtig funktioniert. Deswegen möchte ich jetzt darauf hinweisen, dass wir hier an der Stelle zum Schluss doch das von JL Audio den Lock 22 eingebaut haben. Das ist ein High-Low-Konverter, der sehr hohe Eingangspower handeln kann, bis zu 400 Watt. Also das ist richtig viel. Also für alle Fahrzeuge, die so ein High-Power-Soundsystem drin haben und wo ihr trotzdem einen Subwoofer separat nachrüsten möchtet, empfehle ich euch aktuell den Lock 22 zu nehmen. Auch Helix ist bereits dran, ein AAC.3 Power oder irgendwas in der Art zu machen, wo dann auch die Leistung mit kann. Aber jetzt geht es eigentlich in dem Video weiter. Ich wollte nur, dass ihr wisst, dass wir hier ganz zum Schluss was anderes drin haben, aber der Lock 22 lässt sich sehr ähnlich anschließen wie der AAC.3 auch. Also hat auch Dauer plus Masse Remote Ausgang und unsere Eingänge und Cinch-Ausgänge. So, also es ist eigentlich genau das Gleiche. Und jetzt ab zurück wieder ins Video. Ihr wisst jetzt Bescheid. Jetzt haben wir das Rot-Grüne ist Minus und das Braun-Grüne ist das Plus von einem Kanal und das Braun-Lilane ist das Plus und das Blau-Gelbe ist das Minus vom anderen Kanal. Und genauso müssen wir es abgreifen und auf unsere 2 Ausgänge oder Eingänge von unserem High-Low-Konverter von dem AAC.3 anschließen. Und jetzt können wir mal hier uns ein bisschen Luft machen. Machen wir mal das Ganze hier ein bisschen freier. Da müssen wir schon ein bisschen rankommen. Die Kabel halt nicht beschädigen. Jetzt können wir überall mal einen Abzweigverbinder drauf machen. So, jetzt haben wir alles offen. Und dafür haben wir ja unser HL-Set, wo wir euch schon vorbereitet haben, damit man solche Abzweigverbinder alles parat hat, die man genau auf diese Art und Weise festmacht, wie ich das jetzt mache. So, damit bohrt sich dieses Metall in das Kupfer rein und stellt uns das gleich für unseren Stecker zur Verfügung. Gut, jetzt haben wir mal die ganzen Quetschverbinder drauf. Die kann man auch später irgendwann mal wieder wegmachen, wenn man mag. Und mit einem Isolierband die ganz, ganz kleine blanke Stelle praktisch wieder isolieren, damit ist alles wieder gut. Und wir können jetzt weitermachen mit dem Anschluss unseres High-Low-Adapters, weil da machen wir jetzt die ganzen Gegenstücke drauf. Auf unsere Lautsprecher-Anschlusskabel hier für Speaker-In brauchen wir unsere Gegenstücke, die wir jetzt mal hier alle drauf quetschen. So eine Zange könnt ihr übrigens bei uns auch im Webshop erwerben. Jetzt können wir die Lautsprecher-Eingangssignale von unserem AAC mit dem Audi-Kabel verbinden. Wir haben jetzt hier, das ist ein Kanal und das ist der zweite Kanal. Schließen wir mal den ersten an. Der erste hat jetzt hier ein Kabel mit einem roten Strich, das ist das Plus. Und das Plus war der Braun,
dass ich es jetzt durcheinander bringe, hier, das ist das Plus und den machen wir mit dem braun-grünen zusammen und das wird jetzt hier eingesteckt und damit haben wir unseren ersten Kontakt auf dem Kabel drauf und das rot-grüne war das Minus von dem einen Kanal. So, damit ist das auch drauf und jetzt nehmen wir das andere her, das ist das rot-schwarze hier wieder, das ist unser Plus. Das Plus war der braun-violette. So, und dementsprechend bleibt noch übrig, das blau-gelbe wird jetzt mit dem schwarzen Kabel des anderen Kanals verbunden. So, das war's, wir sind jetzt hier drauf. Wir schließen das Kabel jetzt nicht mehr an dem Originalwoofer direkt an, sondern lassen das so hängen und lassen das so auf der Seite und haben dafür jetzt aber unsere 2 Cinch-Ausgänge. Das ist unser neues Signal. Die Stromversorgung, die wir jetzt hier noch dranhängen haben, also ein Minus und ein Plus, werden wir jetzt auch noch verkabeln. Und das ist unser neues Remote-Kabel. Damit schalten wir jetzt unsere neue Endstufe an und aus. Das erkennt nämlich unser AAC.3, dass hier ein Signal anliegt, sobald das Autoradio angeschaltet ist. Und wenn das Autoradio wieder ausschaltet und hier kein Signal mehr anliegt, gibt auch dieses Remote-Signal kein Signal mehr aus und wird auch unsere neue Endstufe dementsprechend abschalten. Jetzt schließen wir unser Massekabel aus unserem Kabelkit direkt hier dran. Da ist ja eine Ringöse bereits schon aufgequetscht, die ihr gar nicht mehr quetschen braucht. Und wir gehen jetzt da unten auf unseren zentralen Massepunkt drauf und klemmen uns hier genauso mit drauf. Aber halt, wir machen hier noch ein kurzes Powerkabel auch noch für die Masse von unserem HLC mit dran. Dann ist der auch gleich mit Strom versorgt, weil wir müssen ja jetzt auch hier für diese Leitung eine Masse herbekommen und die ziehen wir doch auch gleich da unten weg. Ist doch gar kein Problem, sind wir alles an einem Punkt schon. Hier noch ein kurzes Stück Massekabel für unseren High-Low-Adapter. Den können wir hier drauf quetschen, die Ringöse. So, und die machen wir gleich noch mit hier drauf. Dann haben wir die Masse für unsere Stromversorgung vom High-Low auch schon dran. Ach, weißt du was, das können wir alles schön zusammenbinden. Aber jetzt machen wir erstmal die Schraube wieder zu. Auch dieses Isolierband liegt im Lieferumfang des Kabelkits mit dabei, damit ihr jetzt alles schön zusammenbinden könnt. So, das können wir jetzt schon kürzen. Und jetzt können wir auch unseren Geflechtsschlauch nehmen. Entschuldigung. So, den können wir jetzt auch schon abschneiden. Und zwar da dran. Und ganz durchziehen. Voila! So, und die andere Seite können wir natürlich auch gleich befestigen. Das ist jetzt einmal Masse von der Endstufe und Masse von unserem High-Low-Adapter. So, alles schon mal hier und das können wir jetzt hier rumlegen. Alles da durchnehmen. So. Gut, dann sind wir schon hier. Jetzt habe ich euch ja schon angeboten, dass wir hier ein HL-Set haben, um den High-Low-Adapter mit den 4 Abgriffe vernünftig machen zu können. Da sind natürlich auch ein paar andere zusätzliche Teile mit dabei, so Quetschverbinder. Wir haben das Thema erstmal abgeschlossen. Jetzt haben wir ja das Stromkabel, das wir jetzt einbauen müssen und auf der Batterie anschließen müssen. Da ist auch der Sicherungshalter und alles, was ihr dazu braucht, in diesem Kabelkit BMW-Audi dabei. Und wenn ihr jetzt dieses Interface noch anschließen möchtet, diesen High-Low-Adapter, der ja auch Plus und Minus braucht, wenn ihr das richtig machen wollt, dann braucht ihr sowas wie eine Flugsicherung. Das ist ein Sicherungshalter für dünnen Querschnitt, wo man ganz normale Kfz-Sicherungen mit reinmachen kann. Und hier haben wir auch eben diesen PowerKit 1.5, weil wir hier ein 1,5 Quadrat Powerkabel-Kit zusammengestellt haben, wo eben ein gelbes für Dauerplus oder rotes für Dauerplus, ein schwarzes Kabel mit dabei ist. Es ist auf jeden Fall schwarz, gelb und rotes Kabel, jeweils mit 1,5 Meter dabei. Und da ist auch nochmal so ein Geflechtsschlauch mit dabei, um alles schön einzupacken, damit das alles richtig gut ausschaut. Und da sind natürlich auch noch einige andere Quetschverbinder mit dabei, die man braucht oder vielleicht auch nicht braucht. Auf jeden Fall habt ihr mit sowas hier alles dabei, um bei der Installation keine Schwierigkeiten zu haben. Hier haben wir unser vorgefertigtes Powerkabel, wo auf einer Seite schon komplett mit einer Ringöse gequetscht ist. Wir brauchen jetzt den Sicherungshalter aus unserem Powerkit.
Das machen wir hier auf. Jetzt haben wir 2 Enden und auf ein Ende machen wir unsere Ringöse drauf. So, und die 2, die können wir jetzt aufs Plus mit draufklemmen, aber wir machen hier kleine Verlängerungen mit rein, damit wir das Kabel entsprechend zum High-Low-Adapter anschließen können. Hier fließt auch so gut wie kein Strom drüber, sondern nur eine geringe Versorgungsspannung für das Interface. Und insofern können wir das jetzt schön zusammenpacken und ebenfalls zusammenwickeln, weil beides kommt jetzt auf den Pol drauf, an die Batterie und so ein Stückchen bis zur Endstufe und bis zu dem High-Low-Adapter. Voilà. Unser neues Stromkabel, das legen wir jetzt auch hier hinten rein. So. Und schließen es noch nicht an. Das ist das allerletzte, was wir anschließen, weil wir brauchen jetzt noch keinen Strom drauf geben. Jetzt haben wir hier drüben unsere ganzen Anschlüsse, die wir brauchen. Plus und Minus für den High-Low-Adapter und wir haben Plus und Minus für die Endstufe. Und das können wir jetzt mal schöner zusammenpacken und gleich die entsprechenden Quetschverbinder drauf machen. Und hier an dem High-Low-Adapter genauso. Da fehlt nur unser kurzes Remote-Kabel. Das bereiten wir jetzt alles vor und dann brauchen wir es bloß noch an der Endstufe anschließen. Dann sind wir fast fertig. So, und jetzt machen wir unsere Quetschverbinder drauf, die wir alle brauchen. Und jetzt haben wir hier ein Stückchen Remote-Kabel. Da brauchen wir von unserem beiliegenden 5 Meter Stück tatsächlich nur ganz wenig, weil wir nur das weiße Kabel hier ein bisschen verlängern müssen. Rein theoretisch könnte man das auch so direkt anschließen und den AAC-Adapter direkt unterhalb der Endstufe mit integrieren. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Wir brauchen hier überhaupt gar nichts mehr. Den lassen wir so, wie er ist. Den verlängern wir gar nicht. Dieses Stückchen lassen wir weg und schließen das an der Endstufe an. So, und dazu brauchen wir eine Aderendhülse. Bisschen lieber Friseur was abschneiden. Und das war nämlich jetzt der Anschluss hierfür rein für unsere Remote-Leitung. Das ist nachher das, was hier reinkommt. Und das können wir ja jetzt eigentlich alles anschließen. Und unser Plus und Minus, das müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch noch machen. Jetzt habe ich es ein bisschen durcheinander gebracht von der Zeit her, aber so schließen wir das jetzt noch an. Und jetzt können wir natürlich auch das alles zusammenstecken. So. Und so. Damit haben wir jetzt von unserem High-Low-Adapter alles angeschlossen. Da ist unser neues Signal für die Endstufe und das ist noch die Remote-Leitung. Und jetzt brauchen wir bloß noch Plus und Minus. Ups. So, das sind die Sachen, die wir jetzt noch an der Endstufe anschließen müssen. So. Gut so, schaut das schon recht übersichtlich aus. Und jetzt können wir unser Stromkabel unten drin verstecken. Was habe ich vergessen? Klar, eine Sicherung. Und zwar eine ganz wichtige, die Hauptsicherung für unser Stromkabel. Wir haben ja gerade eben nur das kleine Kabel hier abgesichert. Da war ich etwas voreilig, nicht mitgedacht. Da machen wir jetzt noch einen Sicherungshalter rein, logischerweise. So, dann machen wir unseren Sicherungshalter jetzt hier rein. Da kommen wir auch später noch ganz gut ran. Das müssen wir noch mal ein bisschen wegmachen. So, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Ja? Gut, hier können wir mal die ganzen Terminals aufmachen. Da kommt ja gleich unser Kabel rein. Den brauchen wir nicht weit aufmachen, aber die natürlich schon. Das ist so ein 20 Quadrat Anschluss. Plus und Minus können wir jetzt noch mal ein Stückchen kürzer machen. Weil die können ja jetzt auch so rum. Und den mal richtig festschrauben. Und dann kommt unser Remote. Das Remote-Kabel müssen wir auch noch dahin machen. Auf unseren Remote-Anschluss. So, schön da rein.
Und rein theoretisch ist jetzt hier alles angeschlossen, bis auf unsere Cinch-Leitung. Die müssen wir jetzt hier auf diese Pole noch drauf machen, auf die Cinch-Anschlüsse. Und weil das Kabel so kurz ist, dass wir das direkt anschließen können von unserem High-Low-Adapter, können wir auch direkt diese Cinch-Stecker nehmen, anstatt einem Cinch-Kabel, und können das jetzt hier anschließen. Ein Kanal, zweiter Kanal. So. Endstufe ist angeschlossen. Halt! Was fehlt jetzt noch? Die Anschlussleitung für unseren Subwoofer. Ja? Und da müssen wir jetzt, was haben wir denn hier? Minus, Minus, Plus, Plus, weil es ist ein Monoblock. Es gibt bloß ein Minus und ein Plus quasi. Da müssen wir jetzt unsere Lautsprecherleitung noch bis zum Subwoofer verlegen. Auf unser Subwoofer-Lautsprecherkabel machen wir auch noch ADR-Endhülsen drauf für den Anschluss an der Endstufe. Und das können wir jetzt mal fertig anschließen. Hier ist Minus, da ist Plus, also nehmen wir das markierte Kabel, machen wir das auf einen Plus drauf. Ist egal, für welchen ihr euch da entscheidet, das ist an der Mono-Endstufe immer egal. So, und der Minus, den machen wir halt da drauf, auch egal, ob da oder da. Das war's. Damit wir das Subwoofer-Kabel auch noch aufhübschen können, können wir ja das Gewebeband aus unserem Kabelkit noch mit verwenden. Da ist jetzt noch mal ein gutes Stück mit dabei, um auch dieses Kabel komplett über das Subwoofer-Kabel zu montieren. So. Damit wir das Kabel richtig durchbekommen, müssten wir rein theoretisch das hier wegmachen. Dann können wir das Kabel besser durchziehen. So, machen wir das nochmal runter. Dann kommen wir hier unten an die Schraube ran. So, weil jetzt kann man nämlich die Leiste hier hochheben. Easy peasy. So, und jetzt legen wir das Kabel ganz da unten rein und kommen hier raus. Jetzt kommt das Ding wieder da drauf. Wunderbar. Und da können wir auch das Kabel raushängen lassen, weil das ist ja jetzt unser Subwoofer-Anschluss. Den brauchen wir ja hier an der Stelle. Und das war's. So, was machen wir jetzt mit unserer Endstufe? Die können wir jetzt voll geilerweise tatsächlich direkt hier reinschieben. Die hebt Bombe. Und so können wir es liegen lassen. Auch unser Subwoofer passt da noch optimal unten rein. Und da machen wir jetzt nachher einen Noppenschaum drauf, verkleiden das Ganze. Fertig. Jetzt können wir unsere Stromversorgung dran machen. Unser Plus und Minus. Also unser Plus, weil Minus haben wir schon dran. Und dann machen wir den Bügel rein. Den alten Subwoofer stellen wir auch wieder mit rein. Und schließen den neuen dann mal an. Den machen wir mal auf. So. Machen wir die kleine zuerst mitten rein. Aha, da ist noch ein bisschen Kunststoff dran. Gut. Von oben. Ah ja, gut. So geht es eigentlich schon. Wir können jetzt die Mutter wieder drauf machen. Das war's. Und jetzt können wir auch die ganzen Verkleidungsteile wieder drauf machen. Da drauf. So, der alte Subwoofer kommt jetzt hier rein. Und zwar unter unsere Endstufe. So. Ich habe hier noch einen Noppenschaum jetzt zugeschnitten, den man hier mit dran machen kann, damit man das alles ein bisschen beschönt. So, die Endstufe lassen wir frei, weil die muss sich auch ein bisschen kühlen, wobei die gar nicht so arg beansprucht wird. Aber so wäre es doch eigentlich optimal. Und hier machen wir jetzt noch 2 ADN-Filzen drauf. Bevor wir jetzt hier alles komplett dicht machen, können wir ja mal die erste Einstellung an der Endstufe vornehmen. Da können wir nämlich jetzt hier darauf achten, dass der Schalter, weil wir mit einem Cinch-Kabel reinfahren, also ein Low-Signal, dass der nicht gedrückt ist. Der muss also raus sein, nicht einrasten. Wir haben einen Bass-Boost, den lassen wir jetzt auch erstmal auf 0 dB, weil wir mal neutral vom Bass bleiben wollen.
Der Low-Pass-Filter, der begrenzt ja den Subwoofer nach oben, damit er nicht dröhnig klingt. Wir haben hier ganz am Linksanschlag sind 40 Hertz, Rechtsanschlag sind 220 Hertz. Wir wollen den aber gar nicht so weit hochlaufen lassen, also von 40 Hertz, 50, 80 Hertz in etwa ungefähr hier. Je weiter ich den aufdrehe, umso dröhniger klingt der Woofer. Wenn ich ihn zu weit zudrehe, dann nehme ich ihm am Bass auch wieder was weg. Also das könnt ihr selber ausprobieren, wie ihr da von den Einstellungen her hinkommt. Und der Subsonic, der ist jetzt off, steht hier, oder was heißt das hier? Ja, das heißt off. Und den drehen wir jetzt ein bisschen auf, ganz auf wäre 50 Hertz, das wäre für einen Subwoofer alleine zu viel. Also den lassen wir mal nur so am Rande da unten ein bisschen mitlaufen. Und natürlich muss das Gain jetzt aufgedreht werden. Also hier ist ganz Linksanschlag und wir können jetzt ruhig mal so ein gutes Viertel mal aufdrehen und hören uns den Woofer auch erstmal an, wie viel Power der jetzt eigentlich zum Frontsystem macht. Und das können wir jetzt genau hier noch einstellen, ob er ein bisschen mehr machen soll oder ob er eventuell schon zu laut ist und wir müssen den eventuell sogar noch zurückdrehen. Also das können wir jetzt dann genau hier nach Belieben machen. Liegt bei euch. Dann mal rein mit dem Woofer in die gute Stube. Den können wir jetzt anschließen. Auf Plus und auf Minus einklemmen. So, und jetzt so an die Wand dran. Und jetzt können wir uns das Ganze erstmal anhören und gegebenenfalls an der Endstufe noch nachjustieren. In unseren fliegenden Sicherungshalter gehört natürlich jetzt auch noch eine entsprechende 10 Ampere Sicherung rein. So, gut. Damit wir nichts vergessen, kommt natürlich jetzt auch alles wieder hier rein, da wo es hingehört und wo es herkam. So, auch dieses Teil ist jetzt wieder fest. Und jetzt können wir unsere Bodenplatte wieder drauf machen. Die Pegeleinstellungen habe ich alle richtig gemacht, also das ist richtig fett. Man kann da rauf und runter ein bisschen einstellen. Der Woofer, der schiebt jetzt mal so richtig schön ab, so wie wir uns das eigentlich wünschen. So, Deckel rein. So schaut das Ding halt aus. Gespannt wie ein Schnitzel bin ich jetzt schon. Und zwar, jetzt machen wir mal einen Soundcheck. Und ich habe ja vorher schon mal reingehört und habe mir das mit dem alten Woofer angehört. Also die Bang & Olufsen Anlage, also ich habe schon mal bessere gehört, die in dem ist okay. Man kann halt doch nicht ganz aufdrehen, weil es wird zwar laut, aber dann wird es auch richtig scharf und unangenehm, weil die Höhen hier echt überlastet sind und auch irgendwie zum Klippen anfangen. Das gefällt mir nicht besonders. Deswegen drehe ich nur auf maximale Hörlautstärke auf. Das reicht also eigentlich. Dann klingt es hier noch ganz ordentlich. Das ist aber nicht maximal hier Lautstärke am Regler. Und jetzt habe ich noch den Subwoofer auf 0 und werde den dann mit der Zeit dazu drehen. Und ich hoffe, dass ihr daheim dann auch merkt, wie viel mehr Bass da kommt. Also das ist unvergleichlich zu dem, was vorher der kleine Furzwoofer da hinten drin gemacht hat, gegenüber unserem leistungsstarken SQX 10 VB geladen Subwoofer. Also fangen wir an. Ich gehe mal hier auf Start mit meinem GEMA-freien Sound. So, jetzt drehen wir mal ganz ordentlich weit auf, so dass man sich ja vielleicht mit dem Nachbarn auf der Lautstärke noch unterhalten kann. Ich mache das jetzt betont so laut, dass ihr seht, wie laut ist es jetzt. Also jetzt ist es wirklich laut und jetzt würde es noch lautstärkemäßig noch ein bisschen weitergehen, aber jetzt klingt es eher schrill. So, und jetzt kommt unser Subwoofer dazu. Warte mal, jetzt kommt erstmal der Sound. So, jetzt immer noch Subwoofer 0. Und jetzt drehen wir. Klang Subwoofer. So, jetzt kommt unser Subwoofer dazu. So, und jetzt haut es in die Magengrube. Jetzt habe ich den Subwoofer ganz voll auf. Und ja, jetzt macht es halt Spaß. So stelle ich mir das vor. Habt ihr das verstanden? So stelle ich mir das vor. Also, geil war das. Lohnt sich auf jeden Fall, so einen Subwoofer nachzurüsten, auch wenn es kein aktiver Subwoofer ist. Die Installation bei dem Fahrzeug war ja jetzt nicht allzu aufwendig und man kann die Endstufe schön da drunten verstecken. Ein Subwoofer hat in der Reserveradmulde eh keinen Platz, also naja, who cares? Auf jeden Fall, das rentiert sich auf jeden Fall.
Danke fürs Zuschauen und jetzt auf eine Menge Likes auf Facebook, viele Follower auf Instagram und wo sind wir noch? Klar, auf YouTube, und da freuen wir uns immer über Abonnenten und ihr könnt euch euren Senf mal dazu unten reinknallen in die Kommentare. Wollt ihr mehr von diesen Videos? Was habt ihr für Autos? Ran an den Speck bei AAS24. Bis bald, euer Olli.